Mein Name ist Anna-Kira Hippert, ich bin Religionswissenschaftlerin und wir befinden uns offensichtlich nicht an der Universität in Bochum, wo ich studiert habe und wo ich auch arbeite, sondern bei Nicole Greb Performance Horses an einem Westernstall, weil ich zu sogenannten Cowboy-Kirchen forsche in den USA. Das sind, muss man sich vorstellen, evangelikale Kirchen, also christliche Kirchen, die sich im Süden und im mittleren Westen der USA befinden. Und die reiten, wie der Name schon sagt, halt Western, also alles ist im Western-Stil gehalten. Und ja, zu dem Thema bin ich gekommen, weil ich selber lange Western geritten bin. Deswegen passt ja auch das Outfit ganz gut. Und bin da so ein bisschen reingeraten und habe dann angefangen, als ich im Ausland studiert habe, in Kansas, diese Kirchen zu erforschen. Und ja, jetzt bin ich da so kleben geblieben. Ich arbeite an der Ruhr-Universität in Bochum, genauer gesagt am CERES, Zentrum für religionswissenschaftliche Studien. Da bin ich, wie gesagt, Religionswissenschaftlerin und ich promoviere zu den Cowboy-Kirchen. Ich habe in meinem Studium ein Auslandssemester gemacht an der Universität in Kansas, University of Kansas. Das war mein letztes Mastersemester und weil ich, wie gesagt, ich fand Religion in den USA schon immer irgendwie geil und wollte mich so mal wirklich davon überzeugen, wie das aussieht. Also nicht nur studieren und habe da so ein Church-Hopping gemacht. Das sagt man, also man ist von Kirche zu Kirche gegangen am Campus in der Uni und habe mir verschiedene Kirchen angeguckt. Die waren jetzt erstmal gar keine Cowboy-Kirchen, aber da hat man mich dann ja schon so erkannt, weil so eine Deutsche mit einem deutschen Akzent, so was ist die bescheuert so? Wir sind einfach eine normale Kirche. Und dann hat sich schon rumgesprochen, okay, das ist die irgendwie die crazy Churches irgendwie mag und ja. Und dann war das so ein Battle. Jeder wollte mir immer die coolste Kirche im Mittleren Westen sozusagen oder in Kansas zeigen. Und da hat dann ein Pastor an einem Abend gesagt, ja, du hast ja hier schon alles gesehen, aber weißt du überhaupt, was Cowboy-Kirchen sind? Und da habe ich gesagt, nee, du, sorry, aber Cowboy, da finde ich mich wieder. Ich bin ganz lange Western geritten, habe dann aber das Westernreiten aufgegeben für meinen Wunsch eben zu studieren und musste da mein Pferd verkaufen, habe alles, wie gesagt, alle Zelte sozusagen abgebrochen. Ich dachte, ich werde mal vielleicht Western-Trainerin und gehe auch nach Amerika. Das war dann halt nicht so. Hat mir auch, wie gesagt, bis heute das Herz so ein bisschen gebrochen. Naja, und dann stehe ich da und dann sagt der Cowboy-Kirchen und meine beste Freundin war dabei und die immer so, Anna, Cowboy-Kirchen, denk doch mal nach, Cowboy, du bist doch geritten. Und ich so, das ist ein Scheiß, so ein Quatsch, so, ne. Dann hat der einen Laptop rausgeholt und da sagte er, nee, hier, guck mal, Saddle Up with the Lord, wie peinlich und so richtig lustig. Die haben sich selber darüber lustig gemacht, über diese Kirche. Geh doch mal dahin, ich habe einen Kontakt. Ja, dann habe ich diesen Kontakt angerufen, auch komplett, also kannte diese Person gar nicht. Und die hat mich dann abgeholt und ja, dann sind wir zu einer Cowboy-Kirche gefahren. Und dann war das wirklich wie ein Reit, also wie eine Ranch. Die sind da geritten, die haben alles so im Cowboy-Slang gehalten. Da dachte ich, ja, cool, ist irgendwie spannend. Und meine beste Freundin wieder, du musst promovieren dazu und du musst erstmal deinen Master dazu machen. Und das ist das Thema, du willst doch promovieren. Ja, und dann habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben und bin dann da irgendwie stecken geblieben. Brauchte eigentlich 2 Fächer und dachte, okay, Kunstgeschichte nehme ich. Und dann habe ich so auf der Internetseite bei der Ruhr-Universität Bochum gescrollt und dachte mir so, boah, nee, Theologie ist vielleicht ganz cool, aber irgendwie nicht das Richtige. Und habe dann ganz runter bis R und dann stand da Religionswissenschaft. Und ich weiß noch, das waren vielleicht so 5 so Sätze. Alle anderen Studiengänge hatten so riesiges Primpram mit Bildern und so. Ich so, ach so, ja, liest sich irgendwie ganz cool. Ich muss nicht selber glauben. Da war irgendwas noch mit neuer Religiosität und so und Sekten. Ich so, ach ja, okay, ich schreibe mich mal ein. Ja, habe das dann nach dem 3. Semester wusste ich dann auch endlich mal, was dieses Fach überhaupt ist. Also ich habe es am Anfang gar nicht gecheckt und habe das dann lieben gelernt sozusagen, weil man, wie gesagt, dieses Interview führen und mit Menschen über Menschen forschen und so, das hat mich dann mega interessiert und da bin ich dann stecken geblieben. Wissenschaftskommunikation ist für mich erstmal, als Wissenschaftlerin dachte ich immer, das wäre der Standard sozusagen, also dass man das kommuniziert, was man auch forscht, weil die Stellen an der Universität werden ja vom größten Teil von Steuergeldern bezahlt. Deswegen dachte ich, dann gebe ich der Gesellschaft was zurück. Also ich forsche und dann erkläre ich den Leuten, was ich forsche, damit die was davon haben. Das ist aber wird schon gemacht. So gibt es ja so an der Volkshochschule Kurse oder öffentliche Vorträge und so. Also das ist alles schon der Standard. Aber ich mache das ja auf Social Media, also auf Instagram. Und da ist es halt noch nicht so der Standard, schon gar nicht in der Religionswissenschaft. Aber ich habe für mich gemerkt, okay, da sind viele Leute, die man erreichen kann und die das Thema auch interessiert. Und die Themen, die da bespielt werden, werden meistens eben aus der theologischen Perspektive
betrachtet, was auch okay ist, aber es gibt niemand, der so ein bisschen die Sachen einfach erklärt. Und dieses einfache Erklären, das ist, ich meine, wie gesagt, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und man hat immer, wenn man Religionswissenschaft studiert oder generell studiert, fragt die Familie immer, was machst du eigentlich da? Was ist das überhaupt? Ja, was habe ich davon? Also meine Oma immer, was habe ich jetzt davon? Was soll das? Ja, und dann sage ich, Oma, keine Ahnung, ich erkläre es dir. Und da habe ich dann irgendwann so gelernt, die Sachen, die ich erforscht habe oder auch gelesen habe in den Texten, weil immer diese Nachfragen kamen, weil das Interesse ja auch bestand. Es ist ja nicht, dass diese Leute dumm sind, sondern die haben ja nicht das Verständnis dafür sozusagen, weil man mit solchen Texten nicht arbeitet. Und dann habe ich das so perfektioniert, diese Sachen einfach zu kommunizieren, weil meine Oma und meine Mutter mich ständig Sachen gefragt haben. Und dann dachte ich mir, es muss doch mehrere Leute geben oder mehrere Menschen, die das auch so interessiert. Und deswegen bin ich dann dazu gekommen und dachte, okay, das versuche ich jetzt auf Social Media und da, wo es geht, wo die Leute mir zuhören möchten. Ja, und da bin ich dann so reingeraten. Ja, what could possibly go wrong? Jetzt bin ich stuck damit sozusagen. Also ich wohne in Bochum seit 2018. Jetzt würden Leute sagen, oh, du bist ja gar nicht aus dem Ruhrgebiet, aber ich bin in Essen geboren. Also ich bin Ruhrpott, auf Kohle geboren und bin dann aber wegen meines Studiums nach Bochum sozusagen gezogen, weil ich an der Ruhr-Universität Bochum studiert habe und bin dann in Bochum wohnen geblieben, weil ich dann auch also ich promoviere da ja als Promovendin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt bin und seitdem wohne ich in Bochum. Und für mich war immer, also vielleicht bin ich auch so aufgewachsen, das Ruhrgebiet ist immer als Ruhrgebiet und gar nicht so als Stadt. So bin ich aufgewachsen. Also so hat mich meine Oma erzogen, so hat mich meine Mutter erzogen, so wir sind der Pott. Also es gab gar nicht klar beim Fußball, ich bin Schalkerin, da gibt es dann schon Lüdenscheid Nord nach Dortmund geht man nicht und so und auch bis heute so eine komplette Abneigung gegen Dortmund, obwohl ich gar nichts gegen Dortmund habe, aber ich bin so erzogen worden. Ich so, boah, nach Dortmund, ey, da gehen wir nicht essen. Wir fahren, wenn, dann nach Düsseldorf, also so ist meine Einstellung noch. Aber was ich schon festgestellt habe in Bochum, weil vielleicht auch, weil die Universität da ist, ich glaube, es ist ein bisschen pulsierender in Bochum. Und ich habe dann auch in Bochum, Bochum-Ehrenfeld, es ist ja so ein hipper Stadtviertel und so. Und da dachte ich schon, boah, das ist irgendwie cool. Also ich habe das Gefühl, dass in Bochum sehr, 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 sehr viel Wandel ist oder die Stadt auch versucht, sehr, sehr viel zu machen. Also die ist sehr, sehr progressiv in ihrem, wie sie sich gibt und wie sie auch die Leute erreichen will. Wir reden im Ruhrgebiet, wie uns der Mund quasi gewachsen ist. Also wir sind ja sehr ehrlich, das muss man schon sagen. Und ja, von der Innenperspektive weiß ich nicht, also wir sind, glaube ich, und das würde ja auch die Außenperspektive sagen, ich glaube, wir sind sehr, sehr selbstironisch auch oder auch sehr sarkastisch. Wir nehmen uns selber nicht so ernst. Also ich glaube, das ist schon das Ruhrgebiet, weil meine Freundin ist aus Baden-Württemberg und die ist ja hier hingezogen. Und am Anfang hat sie auch mal so gesagt, boah, der Dialekt ist irgendwie, wenn deine Mutter redet oder deine Oma, ich muss immer lachen. Und jetzt redet sie selber in diesem Ruhrgebiet-Dialekt, weil sie sagt, boah, da kann man die Sachen mal so ein bisschen härter sagen und auch mal so fluchen, was soll das? Und so, Anna, ich glaub das nicht. Und jetzt auch, wenn sie Playstation spielt mit ihren Freundinnen und die reden Schwäbisch und sie redet auf einmal im Dialekt. Also ich glaube, man ist sehr, sehr ehrlich und das zeigt sich auch über die Sprache und man ist sehr, ja, sehr geerdet. Und ich glaube, das ist auch das, was mich immer begleiten wird, weil ich hier aufgewachsen bin. Also, dass man hardworking ist, das wird auch immer mein Ding sein, weil harte Arbeit heißt ja nicht nur harte Arbeit auf der Zeche. Das ist natürlich der klassische Stereotyp, den man hat. Aber ich glaube, der hat halt die Region schon geprägt von seiner Identität. Ja, und ob man das jetzt gut oder schlecht heißen möchte, ja, manchmal finde ich dann, natürlich muss ich auch lachen, wenn die Leute dann sagen, ja, wir müssen wieder zurück zur Bergarbeit, da war alles besser. Und da denke ich mir so, meine Oma erzählt die ganze Zeit, da war alles scheiße, weil sie konnte ihre weiße Wäsche nicht aufhängen. Und jetzt sagen mir Leute, das ist irgendwie besser. Also ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, dieses hart arbeiten und ehrlich sein und dir die Wahrheit ins Gesicht sagen, das ist auf jeden Fall Ruhrgebiet. Also ich würde mir wünschen, dass das weiter so bleibt, dass Bochum weiter so inklusiv bleibt, also so typisch eben Ruhrgebiet, ja, dass viele Menschen in der Stadt Platz finden, die nebeneinander leben. Aber ich finde auch, der Stadt würde gut tun, dass es eine größere Durchmischung gibt, weil man im Ruhrgebiet auch findet, dass man zum Beispiel die Leute dann in bestimmte Stadtteile zwingt, die zum Beispiel der unteren Mittelschicht zum Beispiel angehören. Und diese Durchmischung würde ich mir eigentlich für Bochum wünschen, weil ich glaube, das würde der Stadt sehr gut tun. Und das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch, den ich so hätte. Ja, also religionswissenschaftlich würden wir ja sagen, also gibt es eine Theorie, dass
wenn man in einer Zeit von einer großen Unruhe zum Beispiel ist, wie jetzt zum Beispiel, also politisch bewegt sich einiges, wir haben sehr, sehr starken Rechtsrutsch, dass Menschen zu Religion, in welcher Art und Weise auch immer, das kann Kirche sein, das kann, wie Leute sagen, eine Sekte sein, das kann irgendwelche religiösen Praxen sein sozusagen, die man durchführt, dass man das schon sagen kann, weil durch Religion, das ist eine religionswissenschaftliche Theorie, Kontingenzbewältigung gemacht wird. Und Kontingenzbewältigung heißt einfach, dass man in Zeiten von großer Unsicherheit versucht, mit diesen Unsicherheiten klarzukommen. Und da kann Religion dann schon helfen, das zu überwinden, indem ich mich, weiß ich nicht, an Jesus wende oder einen Kurs bei Scientology mache oder zu den Mormonen gehe oder so, das sei mal dahingestellt, oder mir Karten lege oder so. Also das kann man schon feststellen, das kann man ganz klar sagen. Und auch bei politischen, also in einer schweren politischen Lage kann das auch passieren. Und es ist ja, was man in Deutschland ja sehen kann, bei der AfD zum Beispiel, dass es da schon oder dass die AfD sozusagen schon mit Christen anbandelt. Das heißt jetzt nicht, dass das eine stark christliche Partei ist, weil Alice Weidel ja auch gesagt hat, ja nee, ich bin Agnostikerin, das heißt ja eigentlich, sie glaubt nicht an Gott sozusagen, aber das Mobilisieren einer solchen Wählerschaft, wenn die an Gott glauben, passt natürlich mit so idealtypischen konservativen Rollen, Familienbildern sozusagen. Und dann können Leute, die sich da angesprochen fühlen, schon auch mal dann rechts wählen, weil sie sagen, okay, das passt so für mich. In den USA ist das ein bisschen anders. Also die ersten Einwanderer, die in die USA gekommen sind, das waren religiöse Flüchtlinge sozusagen, die religiös verfolgt wurden und dann in die USA gekommen sind mit dem Wunsch, halt dieses Land anders zu machen. Und deswegen haben die auch in ihrer Verfassung, the First Amendment, eine Religionsfreiheit. Also das heißt nicht, dass es keine Religion gibt, das ist mal eine falsche Assoziation, sondern das heißt nur, dass es keine Staatsreligion geben kann. Aber dieses Religiöse ist so verankert in dieser Gesellschaft, dass wir schon fast so was haben wie so eine Civil Religion, also eine Grundreligiosität. Und da war das in den 1980er so, dass Ronald Reagan eine riesengroße Masse von evangelikaler Christen mobilisiert hat, weil er gesagt hat, so, ich sehe, ihr seid unzufrieden, ja, euch geht's nicht gut, weil das eher die untere weiße Mittelschicht war, im mittleren Westen und im Süden, denen ging es nicht gut. Wenn ihr mich wählt, mache ich alles besser, ich mache euch wieder euer christliches Amerika. Und da fing das dann so an. Das heißt, das ist ganz anders verflochten als in Deutschland, wo das gar nicht so geht. Da geht es ja eher so bei der AfD um so einen Nationalstolz zum Beispiel. Ja? Aber nichtsdestotrotz, wie ich das gerade gesagt habe, überschneidet sich das. Weil ein christlich-konservativer, der hat auch einen gewissen Nationalstolz oder hat ein gleiches Familienbild wie ein Konservativer, der nicht christlich ist. Ich gehöre zu den Wissenschaftlerinnen, die sagen, es gibt gar nicht mehr diese Trennung. Das heißt Deep Mediatization, das heißt Online und Offline ist eine und dieselbe Sache. Weil selbst wenn du jetzt kein Instagram hast, verändern die Sachen, die auf Instagram passieren, trotzdem dein Leben. Also die Leute wählen trotzdem AfD, weil ein AfD-Account zum Beispiel Propaganda gemacht hat oder ganz viel Werbung da reingebuttert hat sozusagen. Das heißt, wir würden das gar nicht mehr, also in meiner theoretischen Ausbildung sozusagen, würden wir das gar nicht mehr unterscheiden. Das ist eine fließende Sache. Und deswegen kann das, klar, es gibt diese Online-Kirchen, das verändert sich, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle auf einmal nicht mehr in eine normale Kirche gehen, ja, sondern dass die Religiosität oder Kirche sich eigentlich verändert. Es passt sich eigentlich sozusagen in dieser neuen Art von Gesellschaft, die jetzt online und offline ist, an sozusagen. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so, jetzt gehen alle online oder so, weil das ist so nicht belegt. Aber dann ist natürlich zum Beispiel bei Cowboy-Kirchen, es ist eine sehr, wie ich ja gerade schon gesagt habe, alles so im Ranch-Style, im Western-Style. Das ist eine sehr materielle Kirche, muss man sich vorstellen, wo sehr, sehr viel über die Haptik und das Pferd und das muss ich streicheln und ich muss das Reiten spüren sozusagen. Also bei solchen Kirchen, muss ich sagen, ist das, wenn wir jetzt nochmal sagen, offline wichtiger als das online, wobei sie auch beides benutzen. Aber es ist immer für unterschiedliche Sachen sozusagen. Also eine Cowboy-Kirche wird Instagram anders nutzen als zum Beispiel so die Kirche im Pott, so eine hippe evangelikale Kirche. Aber nichtsdestotrotz ist das beides gar nicht mehr getrennt sozusagen. Und man muss sich halt auch auf anpassen an diesen Online-Raum sozusagen. Also man kann jetzt nicht als Cowboy-Kirche sagen, so, ich gehe jetzt hier auf Instagram und ich mache das so, wie ich das will, sondern ich muss schon gucken, was geht auf Social Media. Ich muss mich an den Trends anpassen, weil sonst funktioniert das auch nicht. Dass ich selber sein kann, uneingeschränkt, also dass niemand mir sozusagen sagt, du sollst nicht so sein, du darfst das nicht.
und dann aber auch ganz stark, dass Leute von mir als Person irgendwas profitieren, also dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, wo jeder voneinander lernt sozusagen, weil ich, das ist jetzt nicht Wissenschaft, sondern in meiner Vorstellung denke, in einer Gesellschaft, auch in einer Stadt, wenn wir jetzt von Bochum sprechen, wenn jeder mal sein volles Potenzial ausschöpfen würde und das machen würde, was er wirklich kann und worin er gut ist, würde das eine sehr harmonische Gesellschaft ergeben. Das ist sehr utopisch und sehr idealistisch, aber das ist mein ja, das ist so ein bisschen meine Vorstellung von Glück, dass jeder voneinander profitiert, weil ich gerne Leuten was beibringe, aber ich treffe auch gerne sehr viele andere Menschen. Ich reise sehr gerne. Ich nehme auch sehr viel von, auch bei den Cowboy-Kirchen, die sind zwar rechtskonservativ, aber ich habe so viel von diesen Menschen gelernt und auch über Gesellschaft und auch über Armut und so. Also das hat mich so bereichert und das würde ich gerne weitergeben. Und ja, das wäre, glaube ich, Glück für mich, dass es so einen Austausch gibt und dass die Leute mehr wieder miteinander reden und kommunizieren und jeder das macht, was er sozusagen gut kann.